guten Morgen hier vom Koblenzer Hauptbahnhof vom Gleis 109. Ich fahre jetzt in Richtung Norden auf der rechtsrheinischen Strecke und zwar bis nach Königswinter. In Königswinter ist nämlich was ganz Besonderes, die älteste Zahnradbahn Deutschlands, die Drachenfelsbahn. Und da darf ich heute auch hinter die Kulissen schauen und ich nehme euch mit. Aber jetzt ist der Zug hier, mit dem ich da hinfahren will, der RB27, erstmal ein bisschen verspätet und ich muss den Leuten schreiben, dass ich ein bisschen später komme als geplant. Dankeschön, Deutsche Bahn, aber wir werden es schon hinkriegen. Ich bin sicher, das wird heute ein ganz toller Tag, auch wenn es ein bisschen bewölkt ist. Und da geht's gleich hoch. Gleich sind wir da. Also da hinten hoch wollen wir und ich sage ciao, Zug. Da wollen wir hin. Da hinten sehe ich auch schon was, nämlich ich glaube, das ist die historische Dampflok, die hier hochgefahren ist, die schon davor steht, denn wir sind, glaube ich, hier und das ist die Drachenfelsbahn. Und dann geht es, glaube ich, gleich los. Ich bin total gespannt. Also ich habe hier den Megaplatz bekommen, direkt hier vorne. Mega gut. Guckt euch mal an. So sieht es dann gleich aus. Drachenburg, Station. Ja, mein Name ist Bernd Achilles, ich bin Triebwagenführer bei der Drachenfelsbahn, ebenso Werkstattleiter und mein Job ist mein Hobby. Das kenne ich, ehrlich gesagt. Was ist denn das Tolle daran, wenn man sagt, dass es das auch das Hobby ist? Das Tolle daran ist erstmal die schöne Aussicht, die wir hier oben haben, nette Leute, die alte Technik, die mich fasziniert. Ich war schon immer Eisenbahner, 25 Jahre DB. 20 Jahre hier. Ja. Unsere Strecke ist 1,5 Kilometer lang. Wir haben eine maximale Steigung von 20%. Das zeichnet diese Bahn aus. Keine andere Bahn der Welt würde hier raufkommen, es sei denn, sie hat ein Zahnrad. Können wir einmal gerade zeigen, also da drin, wie denn das Fahren ist. Wir haben es ja gerade gesehen, aber vielleicht einfach noch mal gerade hin gemeinsam gehen. Können wir gerne machen. Unter dieser Rolllade sitzt das Fahrpult. Da wir hier oben ja nicht drehen können, ist auf jeder Seite ein Fahrpult. Hier sind zum Beispiel Knöpfe für die Türen. Unsere Sicherheitsfahrschaltung, ganz wichtig, Notbremsknopf, unsere Bremssysteme, die wir mit den Hebel hier belüften können. Tja, das sind so die gröbsten Sachen, die man so erklären kann. Ein Signalton, wenn wir im Doppelzug fahren. Ich muss zweimal Tüt-Tüt machen, damit der Kollege hinten weiß, ich bin abfahrbereit, hier ist alles in Ordnung. Dann quittiert der einmal mit diesem Tüt. Und dann fahren wir auch schon los. Also das heißt aber, das wird aber trotzdem von hier, wird ja auch der hintere Wagen gleichzeitig mitgesteuert. Also genau. Da muss nicht auch noch, Nein, okay? die sind über diese Kupplung sind die verbunden, elektrisch wie auch lufttechnisch. Was ist das Beste daran, hier zu arbeiten und nicht bei der Bahn? Das Beste, Ja. A, ist die Pünktlichkeit. Ganz normal. Und B, ist es die alte Technik, die mich fasziniert.
Ich habe auch schon an ICEs geschraubt und das hier zu erhalten für Kinder und Kindeskinder ist eine Aufgabe, die stellen wir uns und das macht unheimlich Spaß. Jetzt gucken wir mal, wie es hier kurz aussieht. Wir sind jetzt hier im Oktober und ich sag mal so, sieht mysteriös aus. Hier runter, das ist der Rhein, was man so da ganz schlierenhaft sehen kann. Hier sind wir ja fast in den Wolken drin. Darunter geht es in Richtung Koblenz. Das da hinten auf der rechten Seite, da ist schon Rheinland-Pfalz. Also das heißt, wir sind hier fast bei Rheinland-Pfalz. Auf der Seite, man kann fast dahin spucken. Da hoch kann man dann auch noch zur Burg, das gucken wir uns auch noch gleich an. Hier ist auch der Rheinsteig, also den Rheinsteig bin ich auch schon mal gegangen zum Teil. Aber hier geht er natürlich auch lang, also kann man zwischen Bonn und Wiesbaden eben auch hier lang laufen. Ein schöner Wanderweg, der sich lohnt. Jetzt gucken wir noch mal, ob wir hier mehr Aussicht haben. Die Antwort darauf ist nein, haben wir nicht. Und wie das aussieht, wenn hier kein Nebel ist, das zeige ich euch jetzt hier in den Bildern, die ihr jetzt gerade seht. Die sind natürlich bei schönem Wetter und im Sommer aufgenommen worden. Wie hier sozusagen die Aussicht ist, da gibt es auch Drohnenaufnahmen von der Bahn, die mir hier zur Verfügung gestellt haben. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal gerade so, wie das hier aussieht. Dann könnt ihr euch ein unnebliges Bild machen. Aber es gibt natürlich im Oktober auch Tage, an denen das dann halt so aussieht, wie es heute hier aussieht. Jetzt gehe ich mal hoch zur Burg. Während ich also noch schlaftrunken ins Berg zum Rhein hinuntertrottete, da Also hier noch so ein Drache für Kinder und auch Junggebliebene, sage ich jetzt mal. Etwas, woran man sich da erfreuen kann. Ruine hier. Hier kann man vielleicht noch ein bisschen mehr den Rhein sehen. Hier geht es wieder mit der Sicht. Also mir wurde gerade gesagt, dass wenn man nach da hinten schaut, dass theoretisch irgendwo da Köln sein soll. Also da. Also das da drüben ist schon Bonn. Also das sieht man zumindest ein bisschen, aber auch nicht sehr weit. Die Burg hier übrigens, da ist natürlich nie wirklich ein Drache gewesen. Überraschung. Sondern der Erzbischof von Köln hat die bauen lassen im 12. Jahrhundert. Aber deswegen ist sie jetzt auch so runtergekommen und eine Ruine sozusagen oder wird als Ruine erhalten. Aber das ist das, was diese Burg Drachenfels eigentlich ist. Auf jeden Fall aber sehr schön und auch mit einer wirklich schönen Sicht. Also es lohnt sich schon hier hochzukommen. Ich empfehle es an einem weniger wolkigen, nebligen Tag zu machen. So, jetzt fahre ich nochmal runter zur Mittelstation und gucken wir mal hier an, was es hier so gibt. Da ist ein großes Schloss, was ich mir habe sagen lassen. Was es damit auf sich hat, das gucken wir jetzt auch noch gleich an. Und dann fahren wir noch runter und dann darf ich mir auch noch die Werkstatt anschauen. Da freue ich mich auch gleich. Also dranbleiben, das wird spannend. So, also hier ist Schloss Drachenburg. Da sieht man sie schon da hinten durchlupen. Also was dieses Ding da oben sagt, dass hier heute Dreharbeiten stattfinden, jetzt nicht nur für dieses Video, was natürlich viel, viel wichtiger ist, sondern für Bares Ferraris. Also wir kommen da jetzt nicht rein und können uns das jetzt nicht anschauen. Aber wenn ihr irgendwann mal in den nächsten Jahren, Monaten irgendwann ZDF einschaltet, werdet ihr es sehen können. Ich war gestern beim Friseur und habe mir meinen Bart machen lassen. Hätte ich mal besser lassen sollen. Hätte ich mir einen stehen lassen können, wäre ich wahrscheinlich jetzt reingekommen. Hochst Lichter, ob der hier rumhängt. Jetzt eine neue Folge Bares Ferraris. Sorry, ich freue mich da viel zu sehr drüber, gerade dass das hier so passiert. Aber hier durch ging es dann zur Schloss Drachenburg. Und so sähe die dann auch aus. Ich habe euch ja auch noch so Luftaufnahmen davon. Also hier komme ich heute nicht rein, Bares Ferraris. Aber wir fahren jetzt wieder weiter runter, weil wir können was viel Spannenderes sehen als irgendwelchen alten Krempel. Nämlich wie die Bahn hier repariert wird.
Und ich darf jetzt hier in die Werkstatt, weil hier sieht man schon mal, da ist schon ein Wagen und da darf ich mir den jetzt mal anschauen. Dann, ich kriege hier einen Helm, Nehmen Sie den sauberen. den sauberen. So. Weil jetzt sind wir nämlich in der Werkstatt. So, wer bist du denn? Ich bin der Thomas Scharf, hier Geschäftsführer und Betriebsleiter nach Beodrach, zuständig für die Drachenfelsbahn. Genau, was können wir hier in der Werkstatt sehen? Was kannst du mir zeigen, Thomas? Wir könnten uns das Fahrzeug gehen, dann kann man das Fahrzeug uns mal angucken, wie es von unten aussieht. Da freue ich mich auf jeden Wer Fall gleich drauf. aufs andere. Als erstes sehen wir hier unseren Bauwagen. Das Fahrgestell ist aus dem Gründungsjahr der Drachenfelsbahn, also aus 1883. Das Fahrzeug steht hier auf der Wartungsgrube, extra für dich. Das ist ja In der- extra für mich, das ist ja Ja, cool. das ist normalerweise der Reservefahrzeug, das am Wochenende draußen steht. Aber damit wir jetzt mal drunter gehen können, haben wir den extra hier hingestellt. Wir haben 5 Triebwagen. Also wir können Doppelzug fahren. In der Regel fahren wir mit Einzelwagen, Kreuzungsbetrieb. Und wenn viel los ist, fahren wir Doppelzug. Dann gehen wir mal runter, oder? Jo, Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich war noch nie unter so einem Zug drunter. Das ist jetzt eine Premiere für nie? mich. Noch nie? Nein. noch nie. Noch nie. So, jetzt darf ich mal hier drunter mal gucken. Oh Gott. Das bleibt drin. So. Deswegen will ich auch keinen. Mega. Also hier, da die Zahnräder sind ziemlich gut zu sehen. Eigentlich mega spannend, sowas mal von unten zu sehen. Ich darf da mal hin, oder? Ja, So, wenn ich jetzt hier mal gerade. Ich guck mir das mal alles an. immer auf den Rücken aufpassen, ne? Ja, ich passe auf den Rücken auf. Aber hier, guck mal. Ha, ich habe es angefasst. Ist das nicht klasse? Also so sieht das ganz nah aus. Und wie oft muss man das hier wechseln? Das ist ja das Antriebs. Ja, genau. Alle 15 Jahre. Alle 15 Jahre, okay, alles klar. Also 15 Jahre nicht wechseln, sondern nur wenden. Ne? Ah, ach so, dann. Das wird, damit die andere Seite verschleißen kann. Ach so, ja, weil immer nur diese Seite hier, weil da Genau. ja das Ding kommt. Und dann kann man die Seite verschleißen. Genau. Ah, ich verstehe. Weil die Antriebskraft und die Bremskraft, die jeweils bei Berg- und Talfahrt auf derselben Seite des Zahnes liegt. Rechts neben dem Zahnrad, wenn Das du mal da? guckst, ja, rechts das, ja genau, Das das hier? ist die Bandbremse. Wir haben auf jeder Achse. Also wir bremsen ja, wenn wir bergab fahren, mit dem Motor. Mit dem hier. Und die Bandbremse ist im Prinzip nur, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Auf der Berg- oder Notbremsachse haben wir auch eine Bandbremse. Und die tritt in dem Fall ein, ich sag mal, wenn die SIFA anspricht, die Sicherheitsfahrschalter oder Notbremstaster betätigt wird. Die sind von 1955 bis 1959 4 Stück, die Wagen 2 bis 5. Und 1979 ist der 6 nachgebaut worden. Was für Tücken haben die denn in der Wartung? Was machen und wie geht man mit denen um? Also man streichelt sie immer, ne, weil es ist ganz gut. Das größte Problem oder die größte Herausforderung ist immer, wo kriegen wir noch Ersatzteile her? Müssen wir sie selber anfertigen? Finden wir irgendwo noch Ersatzteile, um das am Laufen zu halten? Jeder, der hier mitarbeitet, hat seine Kontakte. Und das Interessante an der ganzen Sache ist ja, dann kommen Fahrgäste an und sagen, wir haben das und das. Ich habe den und den Vertrieb, ich kenne den und den, der hat noch solche Teile und so weiter. Also darauf beruht das auch ein bisschen. Dass die Leute sich melden. Also das heißt, wenn ihr wisst, wo es Ersatzteile gibt, hier ist der Ansprechpartner, der freut sich. Also genau, die haben alle Namen. Die heißen unterschiedlich. Ich bin gerade hochgefahren mit Luise. Ja. Und warum? Was für Namen haben die denn? Ottilie Das ist das hier. Ottilie, das sind alles Namen aus der Familie Mühlens, den Eigentümern der Drachenfelsbahn. Ich gehe mal gerade hier. Wie funktioniert das mit den Signalen? Was für eine Art von
Sicherheit haben wir denn hier eingebaut? Also ich nehme an, nicht PZB. Wir haben hier noch ein, wie soll man sagen, kleines Relaisstellwerk aus den 50er Jahren. Wir haben hier 2 Betriebsarten, die über die Signalanlage gesteuert werden und abgesichert werden. Das ist einmal Durchfahrbetrieb und einmal Kreuzungsbetrieb. Also wenn nicht so viel los ist, dann fährt einfach ein Wagen hoch und runter und dann muss man auch nicht viel Weichen stellen, sondern dann müssen dann fährt einfach der Wagen. Ja? Genau. Und wenn man aber so wie heute, wo viel los ist, wo viele Zuschauer zu Bares Ferraris wollen, ja, so wie heute, und Horst Lichter sehen wollen, ja, ist also. Da kann man dann alle Viertelstunde fahren und dann sind es 2 Fahrten, die sich dann in der Mitte treffen. In der Mitte sind 2 elektrische Weichen, die über die Signalanlage angesteuert werden und damit automatisch umlaufen nach jeder Zugfahrt. Dann sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank, dass ich hier in der Werkstatt sein durfte, mir die anschauen und auch Gerne. unter das Fahrzeug, das, wie gesagt, die Premiere da, das war mal echt spannend, da drunter zu sein und so. Ja? Also um sich das mal einfach anzuschauen und so hautnah. Deswegen vielen, vielen Dank, Thomas, dass ich dabei sein durfte. Und, Gern geschehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier abonnieren drückt oder ein Like drückt. Ihr könnt gerne hier zur Drachenfelsbahn kommen und mit der fahren. Das würde dem Thomas zum Beispiel helfen. Und für euch auch, weil es eine tolle Aussicht. Hier habe ich euch ein anderes Video, was euch vielleicht auch gefallen könnte, nämlich da war ich bei der Nerobergbahn in Wiesbaden. Das ist die einzige mit Wasserballast betriebene Seilbahn in Deutschland und da könnt ihr jetzt hier drücken. Und sonst sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.